So ein Test kann sich auch mal irren. Vor dieser Sache mit Alexander da war ich mit Tristan zusammen. Damit ist Tristan definitiv im Rennen. Es ist erst vorbei, wenn wir diese Speicherkarte haben. Emilio, bau keinen Mist. No risk, no fun. Ich habe später noch eine Überraschung für dich. Ich mach schon. Positiv. Dieses Video gebe ich morgen der Polizei. Und dein Enkel wandert für ein paar Jahre in den Knast. Es sei denn, du überschreibst mir deine Firmenanteile. Also ich denke, für den ersten Eindruck reicht's, oder? Den ganzen Film kannst du dann zu den dir bekannten Konditionen genießen. Timo hat dich entführt? Ich finde, er kommt ganz nach seinem Vater, oder? Was wohl die Polizei sagen wird? Die Frage brauchst du dir gar nicht stellen, wenn du mir deine 50% überschreibst. Dass du das wagst. Entschuldige mal bitte, bedank dich bei deinem Enkel. Also eigentlich hätte ich ihn schon längst in den Knast gebracht, aber irgendwie hatte ich den Eindruck, Clarissa, dass wir beide das auch so regeln können. Für die Öffentlichkeit bleibst du Linie Clarisse Lahnstein natürlich erhalten. Nicht mal als Geschäftsführerin, ich denke, das verstehst du. Ich dachte da eher so als Beraterin. Wobei mich deine Meinung nicht im Geringsten interessiert, aber das weißt du ja. Mit dieser lächerlichen Erpressung kommst du nicht durch. Oh doch, ich weiß es. Es sei denn, du opferst deinen Enkel. Ich gebe dir ganz genau 24 Stunden. Dann will ich deine Unterschrift. Und zwar genau da. Marlene, ich dachte, du wolltest dich hinlegen. Ja. Rebecca und ich, wir wollten noch mal los. Jetzt noch? Ja, ich muss heute noch mit dem Schnittmuster anfangen. Ja, sonst werde ich bis zum Auftritt im Schneiders nicht fertig. Okay, Mädels, ich fahre euch. Immerhin ist es schon spät. Und ehrlich gesagt bin ich ziemlich neugierig. Du, ich wiederhole mich wirklich nur ungern, aber dabei hast du wirklich nichts verloren. Ja. Stell dir mal vor, stundenlange Diskussionen über die Verarbeitung der Stoffe, den richtigen Schnitt. Rüschen, ja oder nein? Ja, genau. Freu dich doch einfach über den Anblick, wenn ich mit deiner Freundin fertig bin. Okay. Dann lass dir nichts von ihr aufquatschen. Nachher singst du noch im Bikini. Obwohl ich nichts dagegen hätte. Mann, hab ich einen Kohldampf. Mindestens für 2, was? Ich brauche noch ein bisschen, aber wir nehmen schon mal 2 Prosecco zum Anstoßen. 2 Prosecco kommen subito. Du trinkst Alkohol? Gelegentlich, auch wenn das jetzt ein Schock für dich ist. Naja, okay. Ein kleiner Schluck kann ja nicht schaden. Ich trinke dann den Rest. Ja, möchtest du mir nicht langsam mal deine große Überraschung verkünden? Als kleiner Vorgeschmack. Wie jetzt? Ich habe einen Wochenendtrip gebucht. Nach Prag. Wenzelsplatz, Schwarzes Theater, Karlsbrücke. Was sagst du? Das ist die Überraschung. Gut, es sind jetzt nicht die Malediven, aber da wollten wir doch immer schon mal hin. Freust du dich gar nicht?
Doch, sehr sogar. Ich wusste nur nicht, dass die Überraschung quasi aus 2 Teilen besteht. Flug und Übernachtung. Entschuldigung, ich wollte es eigentlich ausstellen. Hallo, Kim. Was gibt's? Was für ein Notfall? Ja, gut, bis gleich. Ciao. Kim ist in einem Beauty-Salon und hat ihre Kreditkarte vergessen und sie wollen sie jetzt nicht gehen lassen. Ich hol Kim ab, geig ihr die Meinung und dann sehen wir uns auf Königsbrunn. Dein Vater hat mich 3 Jahre lang gefangen gehalten und gequält. Und das hat ihn angemacht. Der war ein sadistisches Schwein. Timo ist vollkommen okay. Wenn er irgendwas hätte, würde er was sagen. Typisch. Das kann doch nur ein Mann sagen. Ey, der hat gerade erfahren, dass sein Vater Tanja 3 Jahre lang festgehalten hat. Wie würdest du denn reagieren, wenn man das über deinen Vater sagt? Naja, also, wo ich herkomme, ja, da ist es gar nicht mal so ungewöhnlich. Aber gut, an Timos Stelle, ja, ich würde jemals über die rüberziehen, der sowas behaupten würde. Da hast du ja recht. Und wenn es doch die Wahrheit ist? Timo? Timo? Junge, wach doch auf! Wach! So, jetzt stell dir mal vor, du wirst entführt und sollst einen Mord zugeben. Leugnen ist zwecklos. Dann würdest du auch behaupten, dass das Notwehr war und der Typ ein mieses Arschloch. Quatsch. Außerdem war sie ziemlich überzeugend. Und wenn das wirklich stimmt, dann will ich nicht wissen, was Timos Vater noch alles auf dem Kerbholz hat. Seit Tagen schleppst du irgendwas mit dir herum. Ich meine, das sieht man dir doch an. Ist es der Überfall? Mann, Opa, ey, ich hab schlecht geschlafen, ja. Du musst deswegen keinen Fass aufmachen. Okay, also ich muss los. Oh, Baby. Kein Problem. Hey. Wie geht's dir? Mir geht's spitze. Ich hab dich vermisst. Ja. Ist Frau von Lahnstein schon weg? Sehe ich aus wie eine Sekretärin? Nein. Aber die Frage könnten Sie mir trotzdem beantworten. Wenn Sie eine Entscheidung brauchen, dann können Sie sich auch an mich wenden. Okay. Ich habe hier ein paar Entwürfe, wie der neue Schriftzug zur neuen Kollektion aussehen könnte. Ich habe versucht, den Stil von Linie CL Pink mit einfließen zu lassen, damit wir unsere Zielgruppe direkt ansprechen. Und? Welcher sagt Ihnen am ehesten zu? Reicht Ihnen das als Antwort? Sind Sie wahnsinnig? Das sind Originale. Das macht Sie auch nicht besser. Ich weiß, dass Sie gerne Ihren eigenen Namen auf der Kollektion hätten. Aber der Name Wet Fantasy ist bereits an die Presse rausgegangen. Der Name ist völlig indiskutabel. Und jetzt raus hier. Kriege ich meine Cola heute noch? Wenn ich 8 Arme hätte, wäre ich beim Zirkus. Gib mir eine Chance, okay? Willst du drüber reden? Wie, dass ich Durst hab oder was? Vielleicht über deine schlechte Laune oder über die Entführung oder darüber, dass Emilio die Speicherkarte klauen wollte? Aber keine Sorge, ich hab's ihm ausgeredet. Ich hoffe, du bist noch nicht dehydriert. Danke. Bitte. Leo, pass auf, ich will nicht drüber reden, weil es nichts zu reden gibt. Warum müssen Mädchen immer reden? Ach, dann bist du wegen Mathe so schlecht gelaunt.
Könnt ihr mich nicht einfach alle in Ruhe lassen? Ey, Timo, du bist total durch den Wind. So eine Entführung steckt man nicht einfach weg. Wie soll ich denn das auch einfach wegstecken, wenn immer darüber geredet wird? Leo, da kann ich das überhaupt gar nicht vergessen. Mir geht's gut, okay? Vertrau mir. So, hast du Lust auf eine Niederlage? Und eine Kicker? Männer. Dana ist schwanger? Bist du sicher? Sonst müssen Frauen doch auch immer über alles Mögliche quatschen. Aber kaum ist es mal wirklich wichtig. Wahrscheinlich wollte sie es dir in Prag sagen. Romantik, kuscheliges Hotel ist so eine typische Frauennummer. Vielleicht. Aber von Dana bin ich sowas gar nicht gewöhnt. Eigentlich ist sie da ganz anders, direkter. Da siehst du mal, was Hormone bei Frauen alles anrichten können. Und ich würde mal davon ausgehen, dass es während der Schwangerschaft noch schlimmer wird. Schön, dass du darüber lachen kannst. Aber eine Familie war bis jetzt auch immer das Letzte, was du dir vorstellen konntest. Die Dinge ändern sich. Ein Kind mit der richtigen Frau. Und Marlene ist die Richtige, ja? Ich glaub's ja nicht. Mein kleiner Bruder entdeckt seine häusliche Seite, dass ich das noch erleben darf. Wir reden hier nicht von mir. Jetzt sag mir erst mal, wie findest du es, dass du Vater wirst? Keine Ahnung, als ich den Test gefunden habe, da habe ich mich einfach nur gefreut. Ich hoffe nur, dass Dana das auch so sieht. Bis jetzt haben wir über dieses Thema noch gar nicht gesprochen. Allein schon, weil man nicht weiß, wie Marlene darauf reagiert. Ich will dich nicht enttäuschen, aber Marlene ist über dich hinweg. Interessant, ich weiß. Aber wenn Dana und ich ein Kind bekommen... Keine Sorge, sie wird ganz entspannt damit umgehen. Ich bin in der 11. Woche, das kommt genau hin. Allerdings habe ich in derselben Woche auch mit Tristan geschlafen, also bin ich genauso schlau wie vorher. Das heißt aber auch, dass dir für einen Abbruch der Schwangerschaft noch eine Woche bleibt. Also das ist nicht viel Zeit, aber immerhin. Immerhin? Ich brauche diese obligatorische Untersuchung, den Termin in der Klinik und das alles, ohne dass Tristan was mitbekommt? Was ist, wenn du doch mit ihm redest? Ich meine, immerhin besteht ja auch die Möglichkeit, dass das macht mich wahnsinnig. Wieso kann man eine Vaterschaft nicht genau festlegen? Und wieso braucht man für alles eine komplizierte Untersuchung? Ich habe wirklich gedacht, diese Zeit der Ungewissheit wäre endlich vorbei. Wenn Sie alle Untersuchungen innerhalb der gesetzlichen Frist durchführen wollen, dann hätten Sie früher kommen müssen. Ja, toll. Hätte ich auch gerne getan, nur leider wusste ich auch nicht, dass ich schwanger bin. Rebecca, ich glaube, ich schaffe das nicht. Dieses Kind zu lieben, wenn Alexander der Vater ist. Als Sie dieses Ultraschallbild gemacht haben. Es hat sich angefühlt wie ein Fremdkörper. Ich liebe Tristan. Wirklich, aber wenn es von ihm wäre, dann hätte ich doch nicht solche Gefühle, oder? Ich glaube, du siehst das Ganze gerade ein bisschen zu emotional. Du kannst nicht wissen, wer der Vater ist. Du hast einfach riesengroßen Schiss, dass Alexander der Vater ist. Und das überschattet alle Gefühle für dieses Kind. Das ist auch ganz normal. Was steckt das wieder weg? Ich bitte, ich kann das nicht sehen. Egal, wer der Vater ist, Marlene. Du musst dich damit auseinandersetzen und wissen, was du tust. Was soll das, Rebecca? Willst du mir ein schlechtes Gewissen machen? Quatsch. Aber das ist eine schwerwiegende Entscheidung. Die beeinflusst dein ganzes Leben. Denk einfach mal drüber nach. Oder sprich mit deiner Therapeutin drüber. Ich gehe doch nicht zu meiner Therapeutin, damit sie mir eine Entscheidung abnimmt. Ich weiß ganz genau, was ich tue. Warte mal. Ist dir nicht kalt? Aber auf damit! Das kann ich selber, ja? Du musst hier nicht meine Mutter ersetzen. Nachher holst du noch dein olles Zuppeltuch raus, spuckst drauf und wischst mir damit durchs Gesicht, oder was? Das ist nicht dein Ernst, oder? Arno war vorhin bei mir. Lass mich raten. Der Junge trägt irgendwas mit sich rum. Also ganz Unrecht hat er damit nicht. Auch wenn er nichts von der Entführung weiß. Ich komm schon klar, okay? Und genau das glaube ich dir eben nicht. Entschuldige mal bitte, ich habe meine Freundin angeschossen. Ist doch klar, dass ich da ein bisschen durch den Wind bin, oder? Geht hier wirklich nur um Leni? Um was denn sonst? Du wolltest Antworten über deinen wirklichen Vater haben. Und ich glaube, dass die Antworten, die du bekommen hast, dir nicht gefallen haben. Wenn du mit mir nicht reden willst, okay, aber dann rede mit jemandem, der sich damit auskennt. Moment. Wenn du mir jetzt erzählen willst, ich soll zu irgendeinem Psychodoc gehen, dann kannst du das gleich vergessen. Ich habe nämlich keinen an der Waffe. Willst du nicht wenigstens zu mir nach Königsbrunn ziehen? Papa, du weißt ganz genau, ich stehe nicht auf das ganze Klimbim. Außerdem würde ich gern bei Leonie und Emilio bleiben.
Nachdenken und Grübeln gibt Falten. Lassen Sie das. Aber du kannst mir gerne so ein fettes Steak ausgeben. Schneiders? Schneiders. Da vorne ist eine Dönerbude. Du stehst ja nicht auf den ganzen Klimbim. Naja gut, bei Essen ist mir das egal. Signore, Dinero. Mein Lohn, das hätte ich ja fast vergessen. Ja, ich habe noch ein bisschen was dazu getan. Oh, danke schön. Na, Charlie? Ach, und der Latino. Sonja, was gibt's? Clarissa hat was? Waren das die Originale? Nein, Sie werden den Namen nicht. Komm. Da werden Sie wohl neue Entwürfe machen müssen, Sonja. Emilio, Alter, wir hatten eine Vereinbarung. Ey, das war die Gelegenheit. So eine Situation hast du kein zweites Mal. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass sie ihre Speicherkarte mit sich herumträgt, oder? Ja, was? Nein, Papa, ich bin nicht sauer. Ja, Notfall ist Notfall, da kannst du ja nichts dafür. Nee, lass uns das später machen. Ich bin schon in der Wohnung. Alles klar. Tschüss. Das war keine Gelegenheit, das war einfach nur bescheuert. Wenn die dich erwischt hätten, dann wär's aber sowas von aus gewesen. Das hätten sie aber nicht. Ich hatte sie genau im Blick. Ach so. Ja, so wie mich auch, ne? Mann, checkst du es nicht, Emilio? Wenn die Lahnstein merkt, dass wir weiter an ihr dran sind, dann geht sie sofort zur Polizei. Willst du das? Ja, eben. Und deswegen brauchen wir die Karte. Wenn wir die Speicherkarte haben, hat sie nichts mehr gegen uns in der Hand. Okay, ich sag's dir zum letzten Mal. Vergiss alles, was mit der Entführung zu tun hat, klar? Das sagst du so leicht. Ich riskiere ein paar Jahre Knast, Emilio. Und die schicken die sofort nach Venezuela. Tanja weiß, dass du illegal bist. Das wird sie ausnutzen. Ja, ist doch okay. Komm nicht wieder vor. Hoffentlich. Wow, da kann das Schneiders nicht mithalten. Das sagst du doch nur, um dein schlechtes Gewissen zu überspielen. Was sonst? Sieht aber echt lecker aus. Und, konntest du Kim dann wenigstens retten? Sie hat sich eine Anti-Aging-Kur aufschwatzen lassen, weil man angeblich nie früh genug damit anfangen kann. Wahrscheinlich ist sie verliebt. Ja, das klingt schwer danach. Setz dich doch. Also, ich weiß, dass du auf einen besonderen Moment wartest, aber ich kann nicht so lange warten. Deshalb mache ich jetzt einfach den Anfang. Jetzt krieg ich Angst. Ich freue mich. Sehr sogar. Worauf, auf Prag? Wie süß. Das ist für mich? Aha. Ein Buch bei Vornamen. Ich hab doch schon einen. Mir gefällt Lena ganz gut. Willst du ein Kind mit mir? Natürlich will ich das. Hast du deshalb die ganze Zeit nichts gesagt? Dana, hey. Ich weiß, wir sind noch nicht so lange zusammen und so weiter, aber wenn es nun mal passiert ist, ich könnte mich nicht mehr darüber freuen. Du denkst, ich bin schwanger? Hey, du bist ja schon zurück. Ich hätte schwören können, dass Rebecca dich die ganze Nacht beschlagnahmt. Und, habt ihr was gefunden? Ein Stoff für dein Kleid. Ja, sehr schön. Entschuldige, ich bin ein bisschen müde. Du hast doch schon den ganzen Nachmittag geschlafen. Ja, wer weiß, vielleicht deshalb oder ich brüte irgendwas aus, keine Ahnung. Okay, ich vermute mal, du hast mit Dana gesprochen. Worüber? Über die Neuigkeiten? Was denn für Neuigkeiten? Dana und Hagen wollen nach Prag fahren. Ja, und? Es ist doch in Ordnung für dich, dass die beiden zusammen sind, oder? Ja, natürlich. Und was würdest du sagen,
wenn Dana von Hagen ein Kind Oh, bekommt? kannst du dieses Thema bitte lassen? Dann ist es also doch noch nicht vorbei. Ich will nur einfach nicht drüber reden, okay? Du dachtest, dass du Papa wirst. Kommt ja nicht jeden Tag vor, dass ein positiver Schwangerschaftstest im No Limits unter deinem Hocker liegt. Deshalb wolltest du nicht, dass ich Prosecco trinke. Na, das kann ja ein Spaß werden, wenn ich mal wirklich schwanger bin. Was hältst du davon, wenn wir selbst für ein positives Ergebnis sorgen? So würde es ein Buchhalter ausdrücken. Ich will ein Kind von dir, Dana. Besser? Oh, okay. Entschuldige. Ich hatte den ganzen Abend, um mich mit dem Gedanken anzufreunden. Ich glaube, ich brauche da ein bisschen länger Zeit als den ganzen Abend. Meinetwegen. Im Ernst. Ich liebe dich, Dana. Und ich weiß jetzt schon, dass ich die nächsten 50 Jahre mit dir zusammen sein will, also was? So, dann willst du mich also mit 80 verlassen? Dann sind unsere Kinder ja aus dem Gröbsten raus. Ich will Kinder, nur bevor unser Leben nur noch aus vollen Windeln und schlaflosen Nächten besteht, will ich lieber noch ein paar schlaflose Nächte mit dir. Allein. Darüber können wir gerne verhandeln. Hey. Bitte lass mich gehen. Lass mich gehen. Meine Tochter braucht mich. Dass ich deinen Vater getötet habe, das war Notwehr, das weißt du. Notwehr? Na klar. Knall sie ab. Na los! Merkst du nicht, dass sie dir einen vom Pferd erzählt? Hm? Erschieß sie. Dann ist Ruhe. Aber ich kann sie doch nicht so einfach... Warum denn nicht, du Weichei? Sie hat deinen Vater umgebracht. Eiskalt. Jetzt bist du am Drücker. Willst du ihn nicht rächen? Kill sie! Na los! Los, mach! Kill sie! Ha? Dein Vater hätte nicht gezögert. Und du bist sein Sohn. Du bist genau wie er. Timo. Hey, alles in Ordnung? Was machst du denn? Wo willst du denn hin? Mensch, Timo, verdammt, rede mit mir. Timo! Down by the river, by the boat, where everybody goes to be alone, where you won't see any rising sun. Down to the river we will run. One by the water we drink to the dregs. Look at the stones on the riverbed. I can tell from your eyes you never been by the riverside. Down by the water, the riverbed. Somebody calls you, somebody says, swim with the current and float away. Down by the river every day. Oh, girl, I see how everything is torn
Guten Morgen. Guten Morgen. Auch wenn du aus den Slums kommst, darf ich ein Mindestmaß an Benehmen von dir erwarten. Hätten Sie mich nicht so früh bestellen sollen. Ich habe einen Auftrag für dich. Wenn die Bezahlung stimmt. Jetzt werd nicht frech. Schönen Tag noch. Hey, 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 hier, komm. Setz dich. Du hast mit Timo Tanja von Lahnstein entführt. Was? Was soll denn der Schwachsinn? Ich weiß es. Scheiße. Das will ich meinen. Im Gegensatz zu euch ist mir klar, mit wem ihr euch da angelegt habt. Und deshalb brauche ich diese Speicherkarte. Was davon wissen Sie auch? Du wirst sie mir besorgen. Keine Chance. Da komme selbst ich nicht ran. Das ist einfach unmöglich. Ich setze ganz auf deine kriminelle Energie. Jetzt hören Sie mal auf damit, das nervt. Du bist illegal in Deutschland. Was meinst du, wie lange noch? Ich habe Leonie und Timo versprochen, dass ich mich da raushalte. Eben weil es so gefährlich ist. Es wird für dich noch viel gefährlicher werden, wenn du nicht tust, was ich dir sage. Ich könnte Ihren Enkeln stecken, dass Ihre liebe Omi, ja, eine fiese Erpresserin ist. Die sind so einiges gewöhnt von mir. Also, haben wir eine Vereinbarung? Marlene. Hey, ist alles in Ordnung? Wie konnte sie mir das nur antun? Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum das jetzt so ein großer Schock für dich ist. Hey, guten Morgen. Kommt ihr auch zum Frühstück? Marlene? Was soll das? Was denn? Das? Willst du mich manipulieren, damit ich mich anders entscheide, oder was? Jetzt komm mal wieder runter. Ich habe keine Ahnung, von wem das ist. Von mir jedenfalls nicht. Jetzt komm schon, du warst gestern doch schon so komisch. Dabei hast du überhaupt keine Ahnung, wie ich mich fühle. Also ich kann doch trotzdem eine Meinung zu dem Thema haben. Aber wenn es dich beruhigt, ich rede dir nicht mehr rein. Kann mir mal jemand sagen, was hier eigentlich los ist? Du tust gerade so, als ob du schwanger wärst. Danke, dass du gekommen bist. Du brauchst meine Hilfe? Ich muss an diese Speicherkarte kommen, die, wo der Film von der Entführung drauf ist. Was, ihr wolltet doch diese Sache vergessen. Tanja hat euch nicht angezeigt und dann... Darf ich was bringen? Ich hätte gerne einen Ingwertee, bitte. Also warum braucht ihr jetzt doch die Speicherkarte? Wenn jemand wie Tanja von Lahnstein so einen Film hat, dann wird sie sich vielleicht doch eines Tages überlegen, ihn in der ganzen Weltgeschichte rumzuzeigen. Und auf diesen Tag kann und will ich nicht warten. Dann mit einer tickenden Zeitbombe unterm Hintern sitzt sie sich sehr unentspannt. Also bitte hilf mir. Ja, wie? Erstmal muss ich wissen, wie ich unbemerkt Schloss komme. Bitte, ich würde dich da nicht mit reinziehen, wenn ich eine andere Lösung hätte. Hey, du bist die einzige Chance, die ich habe. Und ich vertraue dir. Hm? Ich lass dich nicht hängen. Danke. Also erstmal muss ich wissen, wann ich freie Bahn habe. Also ist Tanja heute im Büro? Warte mal, so schnell geht das nicht. Wir müssen einen ganz genauen Plan ausarbeiten. Der muss 100% wasserdicht sein. Frag jetzt bitte nicht warum, aber ich brauche diese Karte noch heute. Also gibt es aus dem Haupteingang und dem Dienstboteneingang doch eine andere Möglichkeit, um ins Schloss zu kommen? Mein Vater hat mal einen Geheimgang erwähnt.
Moment einfach nicht klar. Und ich weiß es jetzt. Ich weiß, warum meine Mutter mir nie was über meinen richtigen Vater verraten wollte. Sie hat geahnt, dass ich irgendwann auf Tanja von Landstein stoße. Kann schon sein. Sie wollte mich beschützen. Aber wie willst du jemanden beschützen vor dem, was in ihm selbst ist? Wovon redest du? Ja, wüsste ich auch gerne. Also eigentlich haben wir über Emilio gesprochen. Und seinen Neigungen zu Kriminellen. Leo, lass es, okay? Lass es einfach. Opa, ich habe mich immer darüber aufgeregt, dass ihr mir nie die Wahrheit gesagt habt. Nie! Und ich habe keine Lust, das Gleiche zu tun. Deswegen sage ich dir jetzt die Wahrheit, okay? Ja, klär mich auf, ja. Leo und ich, das war kein Überfall. Ich habe Leo nie angeschossen. Was faselst du da? Und es ist passiert, als wir Tanja von Landstein entführt haben. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Warum hast du nicht mit mir gesprochen? Schwanger von Alexander. Du weißt es seit gestern, oder? Erst habe ich einen Test gemacht und dann war ich bei der Gynäkologin und die hat auch bestätigt, dass. Meine Therapeutin hat doch gesagt, dass ich mich wieder mehr auf meinen Körper konzentrieren soll. Dass ich mir bewusst machen soll, dass ich die alleinige Kontrolle habe. Ich will die Kontrolle zurück. Verstehst du? Du willst das Kind nicht bekommen. Nach dem Prozess da habe ich so gehofft, dass endlich alles vorbei ist. Ich will, dass es endlich vorbei ist, Tristan. Den Termin für die Beratung, den habe ich auch schon gemacht. Ich kann ja verstehen, dass du zu so einem Termin lieber mit einer Frau gehst, aber warum bist du nicht zu mir gekommen, Marlene? Hast du geglaubt, ich würde dir da reinreden? Ich kann doch verstehen, dass du auf keinen Fall ein Kind von Alexander zur Welt bringen willst. Du bist dir gar nicht sicher, dass das von ihm ist, oder? Deswegen hast du nichts gesagt. Weil das Kind genauso gut von mir sein könnte. Du hättest tot sein können. Was ist mit Ricardo? Ich hab's ihm gesagt, als schon alles vorbei war. Mann, ich wollte doch einfach nur, dass ihr den Mord an meinem richtigen Vater gesteht. Um was zu tun? Sie der Polizei auszuliefern? Ja. Darüber habe ich nicht nachgedacht. Du hast gar nicht gedacht. Mann, Opa, Timo bereut die Aktion total. Bereuen, ja, das ist ja wohl noch das Mindeste. Seinetwegen warst du in Lebensgefahr. Meinst du, das weiß ich nicht selber, oder was? Ich muss daran jeden Tag denken, Opa, jeden Tag. Komm, sag's mir ins Gesicht, sag's mir einfach ins Gesicht. Ich bin genauso ein Psychopath wie er, oder? Findest du es nicht ein bisschen weltfremd, jetzt noch einen Geschäftstermin einzutragen? Deine Bedenkzeit läuft heute ab. Mein Gedächtnis funktioniert ausgezeichnet. Entschuldigung, haben Sie eine Minute? Was gibt's denn? Ich habe noch mal über den Namen für meine Bademodenkollektion nachgedacht. Wet Fantasy. Tut mir leid, also das passt einfach nicht. Natürlich nicht. Der Name bleibt. Wer hat denn hier jetzt was zu sagen? Sie beide sind doch gleichberechtigt, oder etwa nicht? Sehe ich aus wie eine Angestellte? Leider hat die Presse schon über den Namen berichtet. Und was ist mit dem Handlungsspielraum, den Sie mir zugesichert haben? Im kreativen Bereich, nicht was das Marketing angeht. Clarissa, warum unterschreibst du den Übernahmevertrag nicht direkt? Dann hast du es hinter dir. Den unterschreibe ich erst in allerletzter Sekunde. Okay, wenn du dich dann besser fühlst? Viel besser.
Folgen haben. Wo ist denn das Teil? Komm schon. Na bitte. Überraschung. To your heart.